Heute möchte ich etwas tiefer in die Sache reingehen und über die Wahrheit von Beziehung, Partnerschaft und Liebe sprechen. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen in unserem Leben ist Partnerschaft, Liebe und Beziehung. Denn jeder möchte geliebt werden auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn wir das Thema mit der Wahrheit betrachten, dann gelingt es uns, viel mehr Wahrhaftigkeit in diesem Bereich anzuziehen. Also sprich, Liebe und Partnerschaft. Wie bekommt man die Liebe, die man sich wünscht, die Partnerschaft, die man sich wünscht? Und das Geheimnis ist, ganz einfach ausgedrückt, das Herz offen behalten, so weit öffnen wie möglich. Weil die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie das erste Mal im Leben verliebt sind, sie haben eine tolle Partnerschaft und die endet meistens, sagen wir es so, ganz neutral, sie endet. Und dann sind wir verletzt. Und mir ist es genauso ergangen, man ist irrsinnig verletzt und ich war bei meiner ersten Trennung, ich war zerstört, ich war am Boden zerstört. Aber ich habe im Laufe meiner Partnerschaften gelernt, mein Herz nicht zu verschließen, sondern so weit offen wie möglich zu behalten. Und es hat mir immer wieder noch schönere, noch tiefere, noch wahrhaftigere Beziehungen gebracht. Deswegen ist das Beste, was ich euch mitgeben kann, zu lernen, selbst wenn man verletzt wird, selbst wenn das Herz verletzt wird, sein Herz offen zu behalten. Ja, man muss trauern, man muss sich die Zeit nehmen und trauern. Aber wenn man danach sein Herz öffnet oder auch in dem Moment sein Herz offen lässt und diese Trauer zulässt, dann kann das Leben uns wieder mit Liebe erfüllen. Und das ist der Unterschied. Ihr müsst euch das ganz simpel vorstellen. Wenn man sagt, das Herz kann offen oder verschlossen sein. Wenn wir das Herz schließen, kann die Liebe ja gar nicht zu uns mehr kommen, die wir uns wünschen. Weil wir haben die Türe zugemacht. Wir haben die Burgmauern verriegelt. Manche bauen auch eine harte, dicke Burg um sich herum. Ja, wie soll da Liebe reinkommen? Und deswegen ist das Wichtigste, die Türen so weit offen wie möglich zu behalten, um die Liebe wieder reinkommen zu lassen. Und ja, es ist nicht leicht. Es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss, wenn man immer wieder verletzt wird, diesen Muskel offen zu behalten, weil man hat Angst. Und das Einzige, was man tut, wenn man sich verschließt, ist, man sagt, hey, man will nicht wieder so verletzt werden. Das Geheimnis ist aber, keine Angst vor dieser Verletzung zu haben. Denn wenn man das Herz offen behält, ja, man kann für eine kurze Zeit verletzt werden, aber ein offenes Herz sorgt dafür, dass diese Verletzung sehr, sehr schnell wieder geheilt wird und wir diese Wunde sozusagen wieder verschließen. Und wenn wir vielleicht ganz kurz mal tiefer in die Sache reingehen und uns Liebe in ihrem Kern anschauen. Ich habe herausgefunden, es gibt 2 Arten von Liebe. Die erste Art von Liebe ist, wir lieben die Persönlichkeit eines Menschen. Wir lieben, was ein Mensch macht. Wir lieben auch, was ein Mensch für uns tut, wer er für uns ist, wer dieser Mensch in dieser Welt ist, in der realen Welt. Ich nenne das sozusagen die weltliche Liebe. Und dann gibt es eine zweite Art von Liebe. Das ist die Liebe der Essenz. Essentia von dem Wort, also auf den Kern. Das 5. Element wurde auch Essentia genannt, weil es den Kern beschreibt einer Sache. Und wenn wir sozusagen die Essenz eines Menschen lieben, dann lieben wir den puren Kern eines Menschen. Manche nennen es die Seele, ich nenne es die Essenz, weil das Wort Seele nicht für alle greifbar ist. Und diese Essenz, die vergeht nicht. Diese Essenz ist auch nicht abhängig von was mir diese andere Person gibt. Das bedeutet, wenn man die Essenz eines Menschen liebt, liebt man diesen Menschen immer, egal ob er uns Liebe gibt, egal ob was er uns gibt, diese Liebe bleibt bestehen. Und diese Liebe ist eine natürliche Liebe, die jeder Mensch fähig ist zu entwickeln, zu etablieren, es aber nicht einfach ist, weil wir nur gelernt haben, diese Liebe, die weltliche Liebe zu entwickeln. Wenn wir aber die Liebe der Essenz entwickeln, entsteht eine wunderschöne Sache, die uns hilft, automatisch das Herz offen zu lassen, weil wir viele Menschen in diesem Leben lieben. Wer mehr Fragen dazu hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich ein spezielles Video über die Liebe der Essenz. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, dass es nicht zu komplex wird. Aber
prinzipiell gesagt, ja, die Wahrheit über Partnerschaften und Beziehungen ist, wir werden verletzt. Man kann nicht verhindern, dass das Herz verletzt wird, aber wenn wir das Herz offen behalten, ziehen wir immer schönere, immer tiefere, immer wahrhaftigere Beziehungen an, anstatt uns zu verschließen und nicht mehr diese Liebe zu bekommen, nach der wir uns eigentlich sehnen. Und ja, als ich mich entschieden habe, hier in Französisch-Polynesien zu leben, musste ich mich verabschieden von einer wichtigen Liebe in meinem Leben. Was nicht einfach ist. Ich bin traurig und glücklich zur selben Zeit. Es ist absurd, das so zu sagen, aber einerseits liebe ich die Essenz dieser Person, das heißt, ich liebe diese Person, egal was mir diese Person gibt. Und ich werde sie immer lieben. Und meine Liebe ist aber nicht abhängig von dem, was mir diese Person gibt. Das heißt, ich bin frei, wieder auch jemanden anderen lieben zu können. Und das ist die Schönheit an der Liebe der Essenz. Und diese Offenheit und Schönheit, die ermöglicht es mir, auch wieder neue Liebe zu empfangen, auch wenn man verletzt wurde, auch richtig hart verletzt wurde. Und ich wurde sehr oft in meinem Leben richtig schwer verletzt, gerade in Partnerschaften und Beziehungen. Und gerade deshalb konnte ich sehr viel daraus ziehen und lernen und freue mich, wenn ich das auch weitergeben kann und euch mitgeben kann. Das heißt, schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mich privat an, wenn ihr was dazu wissen möchtet. Ich bin da für euch und helfe euch. Der athletische Weg ist genau dazu da, dass wir uns die Wahrheit, den Kern, die Essenz anschauen. Und das machen wir hier in dem Kanal. Alles Gute.